Heute geht es um Tuning. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Bastels Welt. Wir gucken uns heute mal an, was man alles an so einem Knüppel verändern kann. Thema ist also Tuning, Umbauten, Personalisieren. Zieht's euch rein. So eine Gitarre, was ist das? Das ist ja letzten Endes ein Hals, ein Korpus und 6 Saiten. Ne? Und wir gehen heute mal hin von Kopf bis Fuß und gucken uns jedes Teil an, was man daran ändern könnte. Wir sagten von Kopf bis Fuß. Fangen wir oben an mit den Mechaniken. Nehmen wir mal ein paar Lockings. Klar, hier wird von Sperzel, hier wird von Schaller, hier wird von Goto, neuerdings auch von Fame. Was ist das? Was soll das? Zeige ich euch. Dann bauen wir die Mechaniken rucki-zucki um. Und schon haben wir wunderschöne Locking-Mechaniken dran. Macht das Seitenwechseln schneller, macht die Stimmstabilität besser. Super Sache. Wir sehen hier, dass die Mechanik eine Wicklung hat. Die Seite ist mit einer Wicklung auf der Mechanik aufgespult. Wir wickeln auf, wir wickeln ab und so hält das Ganze fest. Bei so einer Locking-Mechanik musst du dir vorstellen, wenn wir hier an dem Rädchen drehen, es kommt von unten so ein Pinöckel und klemmt das Loch zu. Siehst du das? Also, jetzt hält die Seite festgeklemmt an der Mechanik. Es gibt also weniger Spiel und das Ganze wird in Stimmstabilität sowie in Komfort deutlich besser. Als nächstes geht es mit dem Sattel weiter. So kleine Dinger mit beweglich dran. Gucken wir mal. Hier haben wir einen ganz normalen Sattel. Und was passiert? Die Seite, die muss da vor und zurück, die soll da durch. Jetzt wollen wir Reibung verringern. Und da gibt es zum Beispiel Rollensättel. Hier seht ihr so einen Sattel mit so kleinen Kugellagerrollen drin. Dass das so richtig schön da durchbewegen kann. Oder so ein schön lecker Graphic-Sattelchen ist auch ganz toll. So eine geile Rollenbridge. Dann flutscht die Seite da besser über die Kerbe. Die Seite bleibt ja starr auf der Kerbe, die bewegt sich ja gar nicht da drauf. Siehst du das? Also die Seite bewegt schon. Aber es neigt sich halt die gesamte Brücke. Das gesamte Ding schwankt hin und her. Ja? Weil das Teil halt eben, die Seite sich nicht sauber durch die Kerbe bewegt. Mit einer Rollenbrücke flutscht die Seite, weil die Rolle sich ja bewegen kann und dann baumelt das nicht durch die ganze Gegend. Dann baumelt das nicht so. Dann macht die Brücke, die steht also nicht mehr so, sondern die Seite rollt oben drüber, die Distanz, die Mensur verändert sich nicht, das ist intonationssauberer, ist alles besser, ist viel besser, wenn du das so machst. Wenn wir so ein Ding hier haben, hier wird auch was zu gucken. Wir sehen, die Seiten kommen durch den Tailpiece rüber zur Brücke. Der Winkel ist steil, hier ist also mehr Druck, hier ist weniger Druck. Jetzt gehen wir hin und ziehen die Seiten Wraparound auf. Das heißt, von hier durchgesteckt, über Tailpiece rüber zur Trigonomatik, zur Brücke. Was soll das? Dadurch, dass wir jetzt die Seiten so rum aufziehen, haben wir jetzt mehr Druck, Zugkraft, Spannung hier auf dem Tailpiece. Und die beiden Jungs, die können einfach mehr Schwingung an der Korpus übertragen, wie die beiden filigraneren Stats daneben. Ja? Wir haben also jetzt mehr Zug und Kraft hier und weniger da. Des Weiteren ist der Winkel von hier kommend jetzt viel, viel flacher. Und dadurch haben wir hier auch weniger Seitenzug. Wir kombinieren also jetzt bei dem Wraparound einerseits mehr Schwingungsübertragung am Body, macht mehr Sustain, dicker, voller Ton, bleibt länger stehen, ja. Und zweitens spielen wir einen ganzen Satz dickere Saiten, als wir gewöhnt sind, weil wir halt eben durch das weniger an Zugkraft mehr Seite spielen können. Wir sind jetzt hier gerade nicht elektrisch, sondern rein physikalisch. Durch mehr Zug an der einen Stelle, mehr Gewicht, mehr Druck, mehr Spannung auf der einen, dickere Seite auf der anderen, macht halt dickeren Ton. Ganz easy. Und wenn wir schon dabei sind, an der Brücke rumzufummeln, schmeißen wir doch einfach ein Tremolo drauf. Hier haben wir ein Les Paul Tremolo der Firma Goldo.
Es hat einfach die gleichen Befestigungspunkte werden aufgenommen. Schraubst das Tailpiece weg, schraubst das Ding drauf. Läuft butterweich, super easy zu installieren. Kostet nicht die Welt und ist schon ganz schön geil. Mit dem Goldo Tremolo hat eine Paula rucki-zucki ein Tremolo dran. Kennt ihr das? Durch die lange Distanz von der Seitenaufhängung zur Brücke ist hier so wenig Spannung. Ich hau hier immer die Seiten raus. Das nervt mich wie Sau. Auch dafür gibt's was. Das kleine Ding da nennt sich Bassstop. Jetzt nicht Bushaltestelle, sondern Bassstop, das das Buzzen wegmacht. Wir stellen uns vor, das Ding ist einfach eine Niederdruckrolle. Das packt hier, drückt die Seiten runter, sorgt also für mehr Anpressdruck rüber zur Brücke, dass das eben nicht so rumschlabbert. Und dann ist hier auch richtig Zucht drauf und man kann das Ding auch wirklich benutzen. Es hat sogar die passende Aussparung für den Knopf vom Tremolo, für die Arretierung. Bassstop, super Sache. Auch für so einem Tremolo ein bisschen mehr Stabilität zu geben, gibt es verschiedenste Sachen. Mit sowas hier kann man das Tremolo besser justieren. Man kann es feststellen oder dämpfen. Wir haben die Gitarre und wir haben das Tremolo und das Tremolo, das bewegt sich. Und wir haben ja hinten das Messer vom Tremolo, das bewegt sich so. Jetzt sind diese Teile hier alle wie so ein Stoßdämpfer, der dagegen drückt. Gucken wir uns das mal an. Der Klassiker, die Backbox. Eine Backbox reinsetzen, gucken wir uns auch mal an. Hier sehen wir also, das Ding ist quasi immer wie ein Stoßdämpfer. Das Tremolo bewegt sich gegen die Federn in die eine Richtung und gegen die Backbox in die andere. Das heißt, hier haben wir halt eben eine Justage mit einer Feder und du kannst also jetzt den Punkt schön einstellen. Bisschen Fummeln und Justage ist natürlich immer mit dabei, dass man den richtigen Punkt findet. Kriegt man aber hin, ansonsten machen wir das für euch. Beim Tremolo ersetzt quasi das Bauteil hier, das ersetzt das normale Zahnblech. Die Federn hängen da dran. Wir haben jetzt hier einen starren Arm, der ist hinten mit einer Klammer gekontert am Messer. Wir sehen also, das ist jetzt fest an beiden Punkten. Wir haben die 3 Rädchen hier, einen verschiebbaren, das ist quasi nur so ein Abstandshalter, dass die Bewegung quasi nur bis zu dem definierten Punkt stattfindet oder nicht. Und wir können natürlich auch mit den Rädchen die gesamte Bewegung komplett versteifen. 3 Rädchen, kannst du dran drehen, wird bestimmt schön. Muss man so ein bisschen fummeln, dass das macht, was man soll. Sonst machen wir das für euch. Guitars Upgrade oder einen Hipshot. Und auch hier sehen wir wieder, das Ding ist quasi wie ein Stoßdämpfer gebaut. Wir haben das jetzt wie eine Feder eingehangen. Hier oben hängt es, da unten hängt es. Es kann sich bewegen. Oder wir nehmen dem Ganzen die Bewegung über das Rädchen, dass es sich fester bewegt. Oder ja nicht. Bei den Fender-Dingen auffallend viele Kleinteile. Warum, sehen wir jetzt. Also, wir sehen hier, die beiden Haken ersetzen das normale Zahnblech, die Feder kommt dazwischen und mittels der Einstellung an den Rädchen und der Imbusschraube können wir jetzt den Weg hier begrenzen und justieren. Und wenn du Floyd Rose hast, wie wäre es mit einem D-Tuner? Dem Eddie Van Halen singe D-Tuner, wir sollten alle was vom Eddie haben. Die hintere Stellschraube, die hintere Schraube, die auf den Reiter, auf das Klemmböckchen drückt, das wird getauscht, ist ein längerer mit dabei. Und hier haben wir also quasi, wird einfach nur die E-Seite so ein Stückchen tiefer gestimmt. Wir haben den Unterschied zwischen Du hast dir eine wunderschöne neue Strat gekauft, aber von der Stange sehen die alle so ein bisschen gleich aus. Und du möchtest gerne, dass deine anders aussieht. Vielleicht ein neues Pickguard. Na, wonach ist es heute denn? Das ist uns zu langweilig. Ja, vielleicht so ein schwarzes Pearl könnte dazu das sehen. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht doch lieber hier so was Tortoise-mäßiges vielleicht. Mal gucken. Oder some kind of bling bling. Wer weiß, ne? Oder nee, vielleicht sind wir ja auch mehr so Metaller. Mit so einem andersfarbigen Pickguard sieht das direkt ganz anders aus.
Und wo wir jetzt schon bei Pickups sind, sind wir ja auch fast bei den Knöpfen, ne? Auch hier kannst du easy dem Ganzen was anderes geben. Und dann tun wir uns mal schön was an den Knöpfen spielen. Da redet der von Gitarre umbauen, Mechaniken, Sättel, Brücken, Tremolos, bla. Was ist mit Pickups? Die meisten Strats, die haben ja 3 Single Coils, ne? Aber wenn wir da mal reingucken, stellen wir fest, dass der Body zumeist auch Fräsung hat für alles andere. Das heißt, nichts hält uns davon ab, der Kleinen ja auch einfach hinten den Humbucker zu verpassen. Vielleicht auch nur einen Humbucker. Wir sind auf jeden Fall nicht daran gebunden, dass die Strat 3 Single Coils braucht, sondern da hat jemand genug Löcher in die Gitarre gemacht, dass da auch alles Mögliche reinpasst. Super. So Pickups tauschen ist wahrscheinlich die beliebteste Umbaumaßnahme überhaupt, ja? Das ist so ähnlich, als würdest du der Karre als allererstes ein paar neue Felgen geben, ne? Natürlich können wir hier durch ein paar fettere, modernere Sachen, schönere, klassische, das Strat was heißer machen, große Veränderungen, die man eigentlich merken sollte. Beeinflusst natürlich jetzt spielmechanisch weniger als so ein Tremolo oder so Mechaniken oder sowas. Aber ja, ist das beliebteste, was man machen kann, neue Pickups. Viele Hersteller bauen viele Pickups. Es gibt verschiedenste Formate. Wir haben natürlich einen Single Coil, einen Humbucker und einen P90. Dennoch gibt es alles auch in anderen Formaten. Humbucker, Single Coil, P90 hat alles feste Formate. Dennoch sehen wir, in so einer Gitarre müssen nicht immer das rein, was drin war, sondern wir können da ein bisschen variieren. Und problemlos kriegen wir ja auch Humbucker im Single Coil Format oder normale P90s in einem Humbucker-Format. Das gibt alles. Ich finde ja, das Thema Pickups ist so groß, das hätte vielleicht irgendwann mal ein eigenes Video verdient. Wenn ihr dafür seid, lasst mich das in den Comments gerne wissen. Was an so einer Gitarre alles dran ist. Man hat den Pickups, man hat den Poti-Knöpfe, man hat den Brücken, wie man Saiten beeinflussen kann, Saiten aufziehen und so weiter und so fort. Aber auch ein großes Thema, finde ich, wichtig sind auch hier die Potis. Gucken wir uns das mal an. Hier sehen wir den Potentiometer und auch da kann man ja schön hingehen und statt dem, was da drin ist, vielleicht so ein paar schönere nehmen, ja. Das Zauberwort ist hier CTS. 500 Kiloohm steht drauf, muss leider Gottes nicht unbedingt 500 Kiloohm drin sein. Wenn wir das nachmessen, merken wir das tatsächlich, dass die schnell mal auch mal andere Werte haben. Wenn wir den Poti voll aufgedreht haben, ist der Widerstand null. Das heißt, der Kiloohm Widerstand kommt der klanglich erst zum Tragen, wenn wir zurückdrehen. Ja? Wir erleben also, wenn wir jetzt hinten verzerrt am Verstärker haben und benutzen hier den Volumen-Poti zum Umfaden zwischen clean und verzerrt. Wir haben volle Verzerrung und drehen jetzt rückwärts, drehen zurück und merken, der Sound wird cleaner, verliert also Gain und verliert auch Höhen. Das mumpft also so ein bisschen. Wenn wir Werte verlöten, jetzt bei einer Humbucker-Gitarre mit 500 Kiloohm und haben jetzt einen Wert, der was höher ist, dann hast du weniger Höhenverlust. Ja? Das heißt, mehr Kiloohm, weniger Höhenverlust beim Zurückregeln. Deswegen so Jungs, die zum Beispiel jetzt Stratocaster spielen, hätten normalerweise einen 250 Kiloohm Poti. Die gehen dann lieber hin und nehmen 300 Kiloohm, dann hast du nämlich das Problem nicht. Ja? Oder bei der Paula hatte ich damals selber eine Les Paul Custom, da war mal ein Poti kaputt gegangen. Und dann habe ich das dem Gitarrendoktor gegeben und gesagt, hier kannst du mir den einen schnell neu machen. Und dann hat der zu gut mit mir gemeint und hat dann hinten drin einmal alles neu gemacht. Ich krieg meine Gitarre wieder und da klang die nicht mehr nach meiner Gitarre. Das war irgendwie, die klang komplett anders. Ich sag, bauen wir meinen alten Dreck wieder da rein. Und dann war aber immer noch das Problem, das eine Poti war kaputt. Dann habe ich von den CTS-Potis eine ganze Kiste durchgemessen, also mehr wie 2 Hände voll die Potis durchgemessen, bis ich dann einen Widerstand gefunden habe von 516 Kiloohm und das klang so, wie ich mir das so im Kopf, im Gedächtnis, in Erinnerung mir vorgestellt hatte. Ne? Da habe ich den ganzen Tag lang nur Potis gemessen, furchtbar. Man hatten Mechaniken, Sättel, Pickups, Brücken, Arretierungen für Tremolosysteme, Federwegsbegrenzer, sonstiges. Aber ganz wichtige Modifikationen sind Security Locks. Standard-Hochpin und Gitarre und Gucht, die könnten sich unfreiwillig, spontan voneinander lösen. Das ist immer scheiße, wenn das mal passiert. Könnt aber YouTube ganz viele Videos sehen, wie Leute ihre Gitarren wegschmeißen.
Security Locks. Hier sehen wir den Klassiker von Schaller. Wir haben also einen Pin zum Ziehen und das Ende ist am Jucht festgeschraubt und das geht also rein und raus. Was passiert da eigentlich? Und weil Hinz und Kunst das mittlerweile als Kopie anbietet, hat die Firma Schaller sich gedacht, boah, wir müssen alles, was daran ist, irgendwie cooler, besser machen. Deswegen der neue Schaller S-Lock. Wo ist der Unterschied? Der neue, verbesserte Schaller S-Lock mit einem besseren Verschluss flutscht schöner, schneller rein und raus und ist mit den Raubkopien nicht kompatibel. Bei Dunlop, hier müssen wir ein Knöpfchen drücken zum Lösen. Das hier ist ein Dual-Mount-Lock, bla. Das heißt, du hast die normale Gurtpin-Funktion und hast halt eben Security Lock. Das ist also beides zusammen, gibt es in verschiedene Varianten. Hier wird in 3 verschiedene Varianten. Mein persönlicher Favorit, der Göldo, ja. Hier hast du einen normalen Schraubverschluss, klassisch wie bei Gretsch & Co. Das untere Stück ist aber kompatibel zu Schaller Security Locks. Das ist also quasi 2 Systeme in einem. Und sieht auch schön klassisch aus. Ebenfalls eine beliebte Modifikation ist, das Ganze ein bisschen älter aussehen zu lassen. Ja, Freunde, heute haben wir uns mal angeguckt, was wir alles an so einem Knüppel hier verändern können. Von Kopf bis Fuß einmal Teile angeguckt und getauscht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wer uns noch nicht kennt, kann uns auch gerne abonnieren. Falls ihr Anregungen habt, falls ihr mir irgendwas sagen wollt, falls ihr euch ein einzelnes Video zum Thema Pickups wünscht, lasst es mich wissen, schreibt es mal unten in die Comments. Ansonsten seid auch wieder dabei, wenn das nächste Mal heißt Bastels Welt. Warte, zu mich. Oh, von unten sieht man mal was, ne? Ja, der hat er selber gesagt, oh, viel Kinder. Zeig ich euch. Kommst du mit? Zeig ich euch. ich dachte, komm, da mit. Macht stimmstabil besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gitarren, blablabla. Mehr wie ein Dutzend Gitarren bebrasselt. Hackfresse.